Wir wollen heute ein großes Fotoprojekt vorstellen, nämlich Salzburg-Bilder, Bilder über Salzburg. 14 künstlerische Positionen haben sich zu ganz verschiedenen Themen, aber mit dem großen Überthema Salzburg beschäftigt. Wie kam es zu dem Projekt? Einerseits findet es im 40. Jubiläumsjahr, Gründungsjahr des Fotohofs statt. Der Fotohof ist eine Einrichtung, die von Anfang an sehr stark auf Produktion gesetzt hat, eine frühere Produzentengalerie, aber bis heute ist es so, dass viele unserer 20 Kolleginnen und Kollegen sich mit Fotografie beschäftigen. Viele davon haben ganz konkret mitgearbeitet. Und zum Zweiten muss hier Michael Wese erwähnt werden, der Direktor des Freilichtmuseums, des Salzburger Freilichtmuseums, der an uns beide die Einladung gerichtet hat, ob wir eine Idee haben, uns mit dem Fotoarchiv des Salzburger Freilichtmuseums zu beschäftigen. Die beiden Fotoarchive ins Museum. Michael hat schon gesagt, Dr. Kurt Konrad ist der Gründungsdirektor des Salzburger Freilichtmuseums und als Wissenschaftler, der Vorträge gehalten hat und Publikationen herausgegeben hat und für das Freilichtmuseum auch geforscht hat, wo ja Häuser in größerer Zahl abgetragen und wieder aufgebaut wurden, wo er die Fotografie verwendet hat als Dokumentationsmittel, um diese Prozesse zu begleiten, war klar, dass sein Archiv, ungefähr 8.000 von den 11.400 überwiegend Dias, ins Archiv kamen. Logisch, der Gründungsdirektor, arbeitsbezogenes Bildmaterial kommt ins Museum. Bei Bruno Kerschner, glaube ich, waren die Wege verschlungener, eben durch die Themenlagen Brauchtum, alpiner Raum, bäuerliches Leben, gibt es eine Nähe also zu den Themenlagen des Freilichtmuseums, und nach dem Tod von Bruno Kerschner 1963, glaube ich, hat es eine Zeit gedauert, aber dann ist jemand auf die Idee gekommen, sein überlebendes Bildmaterial ins Museum zu bringen. Wir haben kurz überlegt, ob man Bruno Kerschner eine eigene monographische Ausstellung widmen soll, sind aber zu dem Ergebnis gelangt, dass die Bildsprache und das vorhandene Material dies eigentlich vielleicht nicht rechtfertigt. Aber jedenfalls, um das nochmal in einem Satz zu sagen, beide Archive, also haben wir in jeweils etwa 200 Bildern konzentriert und eingedampft, sozusagen und zwar entlang der wesentlichen inhaltlichen Stränge, aber auch haben wir darauf geachtet, dass wir sozusagen interessante Bilder auswählen, also die fotografisch interessant sind. Und diese beiden Bildkonzentrate von etwa 200 Bildern aus den Archiven Kerschner und Konrad waren die Grundlage, dass 14 Fotografinnen, also 15 genau genommen, aber 14 Positionen bei Froschauer Backhaus sind ein Duo, das sozusagen 14 Positionen sich mit Arbeiten daraus entwickelt haben. Wie haben Sie die Arbeiten daraus entwickelt? Kannst du vielleicht ein bisschen erklären? Ja, die Referenzbilder, die wir eben zur Verfügung gestellt haben und die wir auch in der Gruppe dann diskutiert haben, sind ja die Auslöser für die jeweilige Themenwahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler. Und das Interessante ist vielleicht also an diesem großen Konvolut der beiden, also Kerschner und Konrad, dass überwiegend hier in Einzelbildern gearbeitet wurde. Es gibt schon jetzt Industrieserien, Reportagen quasi, von Kerschner, also die im Auftrag jetzt von Firmen durchgeführt wurden, zum Beispiel eine große Reportage Anfang der 60er Jahre über das Aluminiumwerk in Lend, aber auch verschiedene andere, also von der Marmeladenfabrik, also bis hin zur Großbäckerei. Also da gibt's also praktisch jetzt Bildserien, aber überwiegend ist das Material, also der beiden Protagonisten, das Einzelbild. Und da ging es jetzt auch, also aus dem Einzelbild, dem Bild, also das manchmal wie zum Beispiel bei Kurt Konrad, zwei Tankstellen, also in den Salzburger
Salzburger Gebirgsgauen, die man so um 1965, 1970 fotografiert wurden in Farbe. Man die Tankstelle mit der Kirche im Hintergrund, Bilder, die unmittelbar erinnern an den großen Stephen Shore mit seiner berühmten oder der berühmtesten Tankstelle in Los Angeles, die zur Ikone wurde, und das ist sozusagen eine Anregung. Was mich und uns beide wahrscheinlich man ganz außerordentlich gefreut hat an dem Projekt ist, dass eben durch die Einladung von Michael Wese, sich mit dem Archiv zu beschäftigen, dass ganz neue, umfangreiche Arbeiten entstanden sind, die es nicht gegeben hätte ohne diese Einladung. Sozusagen klassische Auftragssituation, auch ein bisschen ein Honorar hat es gegeben, aber es sind ganz neue Arbeiten entstanden. Und das ist natürlich fantastisch, weil das ja sozusagen künstlerische Beiträge sind, die wieder in die Gesellschaft zurückwirken. Das ist in jedem Fall ein Zeichen nach außen, dass man natürlich das auch zu vertreten hat, weil der Anspruch ist ja, man mit Salzburg Bilder mit dem Thema und eben auch also mit der Auswahl jetzt eben doch von 15 Einzelpersönlichkeiten, die sich mit Fotografie befassen. Man stellt sich natürlich die Frage, warum gerade der Fotohof, und es gibt ja auch noch andere Fotografinnen und Fotografen. Aber ich denke, es ist nicht nur jetzt ein Zeichen nach außen, sondern auch ein interessanter Dialog, also der sich nach innen jetzt richtet, und gerade im 40-jährigen sozusagen Bestehensjahr, ist sozusagen die Nachfrage nach dem fotokünstlerischen Tun der einzelnen Mitglieder des Vereins, glaube ich, eine wichtige, weil der Alltag mit all den Dienstleistungen, die der Fotohof in der Zwischenzeit eben auch anbietet, anders als 1981, wo die Gruppe klein war, wo eine Galerie betrieben wurde, aber sonst eben keine anderen Aufgaben im Raum standen. Man ist eben doch also bei einer großen Gruppe, und wir sind eben eine Gruppe, die fast jetzt schon 20 Leute umfasst. Man ist natürlich immer wichtig, dass man nicht vergisst, auf die Ursprünge dessen zu referieren. Drum kündigen wir an, beim nächsten Projekt werden wir beide als Fotografen auch mitmachen. Ja, das war ja auch die Frage, ob uns also die Kuratorenschaft natürlich auch schützt, so vor dem eigenem Tun. Ja. Natürlich kann man sagen, hätten wir gewusst, also welche Arbeit auf uns zukommt, mit dem Kuratieren wäre es wahrscheinlich ja auch durchaus interessant gewesen, auf der anderen Seite zu stehen. Aber wir können sagen, unser Beitrag, der jetzt ja auch sich in der Ausstellung vielleicht jetzt auch so ein bisschen versteckt auf der Bibliothekswand, auf 2 Monitoren zeigt, ist ja auch ein spannender Prozess. Es sind eben jetzt nicht nur kuratierte Beiträge von uns, sondern man könnte sie auch sehen als künstlerische Arbeit. Also es ist immer interessant, aus einem großen Konvolut praktisch diese Idee des Fotorecyclings, ja, wir haben das ja im Text auch angedeutet, dass natürlich sich die Frage stellt, also was man heutzutage, oder einigen stellt sich die Frage, ob nicht schon alles fotografiert ist und ob man nicht einmal schauen soll zuerst, also die Bestände aufzuarbeiten, die ohnehin da sind, bevor man wieder neues Material hinzufügt. Aber man kann es durchaus auch sehen als spannenden Prozess, also der uns natürlich auch in unserer künstlerischen Arbeit und in der Auseinandersetzung mit all den Beiträgen befruchtet hat. Also ich glaube, natürlich fließt da immer etwas ein, eine Rückkopplung. Das ist, glaube ich, auch das, was uns auch sozusagen die Freude verschafft hat, also an dem Projekt mitzuarbeiten.